über dieses Thema reden, was schädlich sein kann. Beziehungsweise, es kommt noch nicht mal darauf an, ob es schädlich ist oder nicht. Es macht einen miserablen Eindruck. Und zudem hatte vor allem der CDU-Fraktionschef Landowski beigetragen, als er für ausländische Interessenten die Ampel praktisch auf Rot stellte. Ich habe überhaupt kein Schuldgefühl. Schauen Sie, das ist bei internationalen Konzernen so, wenn Sie 3 bis 4 Milliarden in die Hand nehmen, sind Sie emotionsfrei. In der Koalition aber wird das Thema zum Zündstoff, hoffentlich nicht zulasten des Verkaufs. Und ich begrüße jetzt im Studio des ORB in Cottbus die Finanzsenatorin Annette Vogtmann-Hesing. Guten Abend. Schönen guten Abend, Frau von Mölder. Wir wollen über verschiedene Dinge reden und natürlich über die BEWAG. Ist denn der Termin Februar überhaupt noch zu halten, so wie sich das jetzt alles darstellt? Sie wollen vielleicht gerne über BEWAG sprechen, aber Sie wissen, wir sind in laufenden Vertragsverhandlungen und zu diesem Zeitpunkt äußere ich mich nicht zu diesem Thema. Ich werde es trotzdem weiter versuchen. Es wird also auch im Beitrag gerade angesprochen, dass ein Käufer zwar die Aktienmehrheit erwerben kann, aber damit nicht gleichzeitig das Sagen haben wird im Aufsichtsrat. Wird das möglicherweise zu ändern sein, wenn Sie beispielsweise ein neues Bieterverfahren ausrufen? Also es ist völlig zwecklos, hier jetzt weiter zu insistieren. Ich bin gern bereit, wenn der Vertrag abgeschlossen ist und dann noch Fragen offen sein sollten, Ihre Fragen zu beantworten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt werde ich mich jedenfalls zum Thema BEWAG nicht äußern. Einer, der querschießt, ist immer wieder Herr Landowski, der CDU-Fraktionsvorsitzende. Was halten Sie denn von seinen Querschüssen? Er hat ja nur eine ganz andere Vorstellung als Sie. Er würde lieber deutsche Investoren an dem Platz sehen und Sie sind mehr für die Ausländer. Was halten Sie von Rüdiger Landowski? Also zum Thema BEWAG ist schon zu viel geäußert worden. Ich sage zu diesem Thema nichts und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu anderen Fragen kommen. Gut, dann reden wir mal über die Steuerreform. Die ist ja nun auch ein brisantes Thema, große Aufregung quer durchs Land. Jetzt könnte ich mir vorstellen, da sind Sie also zweimal angesprochen oder Sie haben sogar 2 Herzen in Ihrer Brust. Einmal ist das Herz der SPD-Senatorin natürlich da und dann ist die Finanzsenatorin da. Wie sehen Sie das? Die SPD sagt, das sei eine Mogelpackung. Diese Steuersenkung sei eigentlich, ja, Betrug ist zu viel, aber eben eine Mogelpackung. Also Steuerpolitik ist ja ein ganz wichtiges Politikfeld, gerade in einer Zeit, in der wir zum einen knappe öffentliche Kassen haben, in einer Zeit, in der viele Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, viele Menschen auch faktisch weniger im Portemonnaie haben als noch vor 1 oder 2 Jahren. In dieser Situation ist es wichtig, dass es uns gelingt, ein Steuerpaket zu schnüren, das mehreren Anforderungen genügt. Zum einen brauchen wir Verteilungsgerechtigkeit, das heißt, die Steuerreform muss so angelegt sein, dass wir dahin kommen, dass insbesondere untere und mittlere Einkommensschichten entlastet werden. Das stärkt auch die Kaufkraft und ist damit konjunkturfördernd. Zum Zweiten muss das, was es an Entlastung gibt, gegenfinanziert sein, und zwar gegenfinanziert dadurch, dass bisherige Steuerentlastungsmöglichkeiten reduziert werden. Und zurzeit sieht das Paket ja so aus, dass es noch zu erheblichen Ausfällen für die öffentlichen Haushalte führen würde. Das kann so nicht funktionieren und deshalb muss es hier zu Veränderungen kommen. Nun kommen wir dann mal zu dem Punkt, wieso Sie heute in Cottbus sitzen. Die SPD-Fraktion hat sich dort in Klausur begeben. Was ist denn heute schon passiert? Insgesamt 3 Tage werden Sie in Cottbus bleiben. Was ist heute passiert? Es geht in dieser Klausur um das Thema Reform. Wir brauchen eine Reform der Gesellschaft in allen Bereichen. Es geht um die Fragestellungen Verwaltungsreform, Bezirksreform, Parlamentsreform, Reform im Bereich Kultur, in den Bereichen Schule und Wissenschaft, im Bereich der Betreuung, aber auch in Bezug auf Wohnungsbauförderung und andere Fragen. Wir haben heute zunächst eine Generaldebatte geführt, in der es um die Fragestellung ging Haushaltskonsolidierung und Reformpolitik. Diese Debatte ist vor wenigen Minuten beendet worden und wir werden uns jetzt der einzelnen Reformfelder annehmen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Danke nach Cottbus. Ja, mit den Nachrichten, da bleiben wir gleich noch mal bei der SPD-Klausur. Die erste Nachricht kommt auch aus Cottbus. Auf der SPD-Klausurtagung in Cottbus wurde massive Kritik an CDU-Fraktionschef Landowski laut. Der SPD-Landesvorsitzende Dżembritzki erklärte, Landowski habe sich im Zusammenhang mit dem BEWAG-Verkauf zutiefst unseriös verhalten. Unterdessen hat Landowski die SPD zu einem neuen Schulterschluss aufgerufen. Die Koalitionspartner verbinde immer noch mehr, als sie trenne, erklärte Landowski.
Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus lehnt die Berufung eines zusätzlichen Staatssekretärs für Kultursenator Radunski ab. Fraktionschef Böger sprach in diesem Zusammenhang vom offensichtlichen Unvermögen Radunskis, sein Amt in den Griff zu bekommen. Radunski hingegen erklärte, er rechne nach wie vor mit der Berufung eines zweiten Staatssekretärs. SPD in der Charité. Die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten lud heute zu einem gesundheitspolitischen Kongress in den Hörsaal der Klinik ein. Neben dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Thierse sprach auch der sozialpolitische Experte Rudolf Dressler. Beide kritisierten die Gesundheitspolitik der Bundesregierung, die nach Meinung der SPD direkt in die Zweiklassenmedizin führt. Ein alternatives Konzept, das die Partei schon im Bundestag vorgestellt hatte, soll in Arbeitskreisen diskutiert werden. Die organisierte Kriminalität nimmt in Deutschland nach Ansicht von Experten dramatische Ausmaße an. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Scholz sprach auf einer Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin von Milliardengewinnen, die internationale Verbrechersyndikate in Deutschland machen. Scholz forderte unter anderem die Beweislastumkehr bei Geldwäsche und eine Verschärfung des Abschiebungsrechts bei straffälligen Ausländern. Die beiden Landeschefs Stolpe und Diepgen sowie Bundeswirtschaftsminister Rexroth eröffneten heute das Technologiezentrum Verkehrstechnik Hennigsdorf. Es ist eines der ehrgeizigsten Vorhaben in Brandenburg. Schon jetzt sind 90% der Einrichtung vermietet. Hier arbeiten vor allem Ingenieurbüros, aber auch wissenschaftliche Institute, wie die Brandenburgische Technische Universität Cottbus und das Fraunhofer-Institut. Am heutigen Eröffnungstag wurde eine Auswahl von ersten Entwicklungen vorgestellt. Sie reichen vom Satellitennavigationssystem für Lkw bis zu einer visuellen Methode bei der Untersuchung von Karosseriebauteilen. Für eine gute Pizza gehen viele Meilen weit. Frisch beim Italiener auf den Tisch schmeckt sie mal so, mal so. Aus der Kühltruhe? Na ja. Ob al Tonno oder Capricciosa, es muss ein Geheimnis geben, den Teig absolut spitzenmäßig zuzubereiten. Und auf einer Fachmesse, die seit heute im Rahmen der Grünen Woche unter dem Funkturm veranstaltet wird, kann sogar Ihr italienischer Pizzabäcker wahrscheinlich noch einiges dazulernen, meint Thomas Blees. So sind sie, die Pizzabäcker. Immer gut gelaunt, die Gitarre griffbereit in der Küche und stets ein fröhliches Lied auf den Lippen, um die Gäste zu unterhalten. Doch sie beherrschen nicht nur ihr Mundwerk, auch das Handwerk. Zumindest, wenn sie es auf einer Pizzaschule gelernt haben. Unabdingbar außerdem Amore, amore, amore. Doch nicht nur Amore, Amore ist gefragt, auch Aroma, Aroma. Die Amerikaner setzen bekanntlich auf besonders viel Käse. Und auch die Dänen wollen jetzt mitmischen. Mit welchen Zutaten? Mit denen. Pepperoni, Schinken, Rind und Schweinefleisch, sagt der Koch. Aber was soll denn daran so speziell dänisch sein, frage ich. Naja, unsere Pizza ähnelt mehr der amerikanischen als der italienischen. Die Italiener machen kaum Fleisch drauf, wir schon. Neu, Pizzamehl Light, obwohl auch hiervon ein Kilo 1000 Gramm wiegt. Pro Jahr werden übrigens 45.000 Tonnen Pizza in Deutschland verzehrt. Ein Wachstumsmarkt, zu dem sich neue Produkte entwickeln. Zum Beispiel Knoblauchspray. Das ist ein reines Knoblaucharoma. Es ist also wirklich kein Knoblauch drin. Sie haben also dadurch den Vorteil, dass Sie am nächsten Tag auch keinen Knoblauchgeruch haben. Ob Knoblauchspray, Gas- oder Holzofen und Verpackungsgestaltung, über derartigen Geschmack lässt sich auf der Messe nicht streiten. Wohl aber über den Geschmack der Pizza selbst. Der Weltmeister im Pizzabacken, klassische Disziplin, verrät uns sein Siegerrezept. Ein einfacher Boden mit Nüssen und Mozzarella belegt. Die Nüsse werden vorher angebraten. Wenn die Pizza aus dem Ofen kommt, wird sie mit frischem Parmesan und etwas Balsamico-Essig garniert. Pizza Goes übrigens Internet. Ab März kann man bundesweit über den sogenannten Bringdienst bestellen. Der Fortschritt hat natürlich seinen Preis. Die typischen Handgriffe des Bäckers bei der Arbeit kann man dann nicht mehr bewundern. Sollen wir eine rüberschleudern. Im neuen Velodrom in der Landsberger Allee geht es seit knapp 24 Stunden rund. Kurz nach 21 Uhr gestern Abend fiel der Startschuss für das 86. Berliner Sechstagerennen. Unser Mann am Ort des Geschehens, von dem sich viele eine Wiedergeburt alter Sportpalastzeiten erhoffen, ist Andreas Witte. Also bitte, Herr Witte. Ja, kein Problem. Es sieht schon wieder sehr gut aus hier in Halle, sprich ziemlich voll. Die Leute strömen, sie wollen sich dieses Ereignis offensichtlich nicht entgehen lassen. Der zweite Tag beginnt vielversprechend, fast alle Ränge schon gefüllt. Ich würde mal schätzen, jetzt schon knapp 10.000 hier in der Halle, um das Comeback der Six Days mitzuerleben. Es ist übrigens hervorragender Sport, der hier geboten wird. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen, ehrlich, gebe ich zu. Man munkelt ja doch immer, dass es da Absprachen möglicherweise gibt zwischen den Fahrern, aber nichts da. Alle haben sich hier voll ins Zeug gelegt und haben
in die Pedale getreten, dass es nur so gekracht hat. Und das hat hier das sportbegeisterte und fachkundige Publikum offensichtlich begeistert. Die Veranstalter sind zufrieden, dass die im Vorfeld diskutierten Transportprobleme offensichtlich keine größeren Schwierigkeiten bereiten, bis auf ein paar unverbesserliche, die es dann doch mit dem Auto versuchten. Jörg Schimmelpfennig berichtet. Das Verkehrschaos vor dem Velodrom dauerte nicht sehr lang. Die meisten Radsportfans waren so schlau, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. S-Bahn, Straßenbahn und Busse sorgen für eine gute Anbindung der Halle an der Landsberger Allee. Allerdings, seine Sonntagsschuhe sollte man besser zu Hause lassen, denn von den Haltestationen führt der Weg zur Arena durch eine riesige Baustelle. Bei den Rennen auf der 250-Meter-Bahn kam dann auf den Rängen richtig Stimmung auf. Über 9000 begeisterte Zuschauer feierten die Neuauflage der Berliner Six Days nach 7 Jahren Pause. Das mit allem, was dazugehört. Der Heimweg ist zwar etwas problematischer, weil zu später Stunde die S-Bahn sehr eingeschränkt fährt, doch man kann auf Straßenbahn oder Taxi ausweichen, vorausgesetzt, man findet eins. Im Moment ist es Chaos, wir wissen nicht, wo die Taxe ist. Da lang, da lang, da lang. Jetzt werden wir uns erst mal durchschlagen. Also aus informierter Quelle wissen wir, dass die Jakob-Sisters wohlbehalten in ihrem Hotel angekommen sind und vielleicht schauen sie heute Abend noch mal vorbei. Es wird eine lange Nacht heute, bis 3 Uhr Sport, bis 4 Uhr Unterhaltungsprogramm, also da muss man schon ganz schön Kondition hier mitbringen. Sie können ganz beruhigt zu Hause im Sessel sitzen bleiben und aus der ersten Reihe sozusagen das Ganze verfolgen, denn wir senden wieder hier von den Six Days, das Comeback der Six Days, heute gleich nach der Spätabendschau um 22:15 Uhr. Natürlich, möchte ich fast sagen, auf B1. Bis nachher, also zurück ins Studio. Und ich sage nochmal, wer dann in der Spätabendschau da ist, da begrüßt sie dann hier Reiko Thal. Jetzt ist nochmal Zeit für Kurznachrichten und Kerstin Tomiak. 1,5 Jahre nach Unterzeichnung des Rückführungsvertrags mit Vietnam sind erst 1.500 Vietnamesen in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Staatsminister Heuer vom Auswärtigen Amt erklärte im Inforadio, es gebe noch einen erheblichen Rückstand. Mit der vietnamesischen Regierung sei jedoch vereinbart worden, das Tempo der Abschiebungen zu erhöhen. Die Polizei hat in einer Kneipe in Wedding Pornovideos, Reizwäsche und Gummipuppen in einer Tiefkühltruhe gefunden. Alles sei noch original verpackt, sodass die Beamten davon ausgehen, dass es sich um Diebesgut handelt. Aufmerksam geworden war die Polizei auf das Lokal, weil sie 2 junge Leute beim Haschischrauchen entdeckt hatte. Aktiv im Alter. Unter diesem Motto steht eine Messe, die heute in der Kongresshalle am Alexanderplatz begann. Aussteller verschiedenster Branchen aus ganz Deutschland zeigen hier Produkte, die das Leben älterer Menschen erleichtern und verschönern sollen. Gesundheit, Ernährung, Mode gehören ebenso dazu wie Vorsorge für Krankheit, Pflege und Versicherungsfragen. Die Ausstellung hat noch morgen und übermorgen geöffnet, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Mark. Die Leibwächter von Brandenburgs Innenminister Ziel haben in Berlin einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ziel selbst erklärte, dass wahrscheinlich seine Bodyguards Schuld an dem Unfall haben. Bei dem Unfall im Tiergarten waren 4 Menschen verletzt worden. Der Sachschaden betrug 180.000 Mark. Kinder zeichnen Insekten. Nach dem großen Erfolg der Ausstellung Insekten, die heimlichen Herrscher, die vor kurzem zu Ende ging, rief das Naturkundemuseum zu einem Malwettbewerb auf. Die 30 besten Arbeiten von Kindern verschiedener Altersstufen befassen sich mit allem, was so kreucht und fleucht. Ab morgen sind sie zu sehen im Naturkundemuseum in der Invalidenstraße. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 9:30 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt 5 Mark, die Familienkarte kostet 12 Mark. Wohin am Wochenende? Das ist wieder die Frage und wir geben Ihnen Entscheidungshilfe. In den Wintermonaten, da haben wir alle den sehnsuchtsvollen Gedanken, ach, wenn es doch schon Frühling wäre. Und wo grünt es schon jetzt so grün? Im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Bromelien, Rhododendron, Kamelien, Orchideen sind in den Gewächshäusern zu bewundern. Und Matthias Werner zeigt Ihnen, was Sie versäumen, wenn Sie nicht in den Botanischen Garten gehen. Während der Botanische Garten noch im tiefsten Winterschlaf liegt, zeigt sich im großen Tropenhaus die Wunderwelt exotischer Pflanzen in voller Pracht. Wie in einer Märchenoase wuchern unter der gewaltigen Kuppel Palmen, Lianen und Riesenbambus. Ein Ort, der Abenteuerlust weckt, nicht nur bei den Jüngsten.
Deshalb gibt es für die Besucher in der nächsten Woche wieder ein Erlebnis besonderer Art: die Winternächte im Tropenhaus. Wir kombinieren eine Führung im Tropenhaus mit einem Sonnenaufgang in den Tropen, also eine Licht-Klang-Installation. Und dazu gibt es parallel auch dazu eine Lesung, Literatur, diesmal zum Thema Pflanzendüfte. Auch wer keine Eintrittskarte mehr bekommen sollte, wird reichlich entschädigt. Mit einer Reise rund um die Welt bei Tageslicht, ganz bequem zu Fuß, durch insgesamt 16 Schaugewächshäuser. Eine besondere Attraktion ist diese Espeletia aus Südamerika. Sie steht zum allerersten Mal kurz vor der Blüte. Aber auch dieser Anblick ist hierzulande selten. Kakaobohnen in voller Pracht, ebenso zu bewundern wie zahlreiche andere Nutzpflanzen. Diese Blütenpracht gedeiht jetzt in den kühleren Häusern, Kamelien und Rhododendren, wohin das Auge blickt. Und hier der Traum vieler Hobbybotaniker, mannshohe Kakteen, wie sie in keinem Balkonkasten wachsen. Der Botanische Garten in der Königin-Luise-Straße in Berlin-Dahlem ist sonnabends und sonntags ab 10 Uhr geöffnet, ansonsten bereits ab 9. Und Informationen über diesen Ausflugstipp können Sie nachlesen, wie immer, auf Tafel 180 Berlin-Text. So, verehrte Zuschauer, bis hierhin war es wie immer, jetzt wird es ganz anders. Das war nämlich meine letzte Abendschausendung, die ich moderiert habe. Und deshalb können wir Ulrike von Möllendorf natürlich auch nicht einfach so sang- und klanglos hier aus dem Studio rausgehen lassen. Eine exzellente Moderatorin, das muss ich hier mal sagen dürfen. Friedrich, und eine liebe Kollegin, beurteilen? die über 6 Jahre hinweg das Gesicht dieser Abendschau geprägt hat. Mit einem Gesicht, das wir alle sehr gern in Erinnerung behalten werden. Und jemand, der dich, Ulrike, bestens kennt, noch aus ZDF-Zeiten, und der Ulrike von Möllendorf auch hierher nach Berlin zur Abendschau geholt hat. Der Fernsehdirektor Horst Schädtle selbst persönlich hat sich es nicht nehmen lassen, mal so einen kleinen Rückblick zusammenzuschneiden. Ich weiß, er hat das sehr gerne gemacht und er hat das schön gemacht. Ein kleines Dankeschön für eine wunderbare Tätigkeit, die du hier für den SFB, für die Zuschauer geleistet hast. Ich kann ja selbst über mich nichts sagen. Ich möchte nur für unsere Zuschauer noch etwas sagen, was ich eigentlich 6 Jahre lang immer am Ende einer Sendung gemacht habe. Und für mich ist sie dann jetzt schon am Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mölli nennen sie ihre Freunde. Schon 1971 war sie eine beliebte, kompetente, aber auch charmante junge Abendschau-Reporterin. Die Kulturjournalistin machte schnell Karriere. Sie wechselt vom SFB zum ZDF. Nach wenigen Jahren war sie die Nachrichtenfrau der Mainzer. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. In dieser Rolle wurde sie populär. Selbst aus ihren seltenen Versprechern machte sie noch Kabinettstückchen. Giacomo. Also ich krieg's wohl nicht hin. Ich muss es noch mal sagen. Die größte Ausstellung des Bildhauers Alberto Giacometti. Hier sind Ulrike von Möllendorf. Beim ZDF hat sie nicht nur Nachrichten geschrieben und diese, wie die FAZ vermerkte, souverän präsentiert. Auf vielen Funkausstellungen in Berlin hatte sie ihre eigene Sendung. Ich denke, Kabarettisten wie der Harald Schmidt vom Düsseldorfer Komödien, die übertreiben ja immer. Also wir werden mal sehen, was hier heute rauskommt. Eine eigene Unterhaltungssendung wollte sie nicht. Aber es gab keine große Fernsehshow, in der sie nicht gern gesehener Gast war. Ulrike, ich muss eins ganz ehrlich sagen, ich bewundere es wirklich, wie du immer Bonn sagen kannst. Wenn du wirklich so dieses herzhafte Bonn machst, gibt's da noch schwierigere Wörter als Bonn? Weil es ist ja... Weißt du, ich würde sagen, es gibt ein Wort der Zukunft, das heißt Berlin. Berlin ist ihre Heimat und spontan, wie sie nun mal ist, hat sie nach der Maueröffnung die große Bühne des ZDF verlassen und ist in ihre Stadt zurückgekehrt. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Abendschau. 6 Jahre lang hat sie mit Friedrich Moll das Profil der Hauptausgabe der Abendschau mitgeprägt. Für Ulrike von Möllendorf, Spross einer alten preußischen Familie, ist das Zusammenwachsen der ehemals geteilten Stadt journalistischer Auftrag und persönliches Anliegen zugleich.
So, wir sind wieder mittendrin. Große Übertragungen, Tuchfühlung mit ihren Zuschauern, das liebt sie. Und vor allem in solchen Sendungen glänzt sie. Da heißt es 9 von 10. Keine Spur manierierter Eitelkeit. Sie ist eine selbstbewusste, professionelle Journalistin. Wir sind wieder am Ob im Studio oder vor Ort, Ulrike von Möllendorf liebt es, originell zu formulieren. Bei ihr darf man manchmal auch schmunzeln. Er wird nicht verpackt, wir sind nicht bei der Post, sagt Jean-Claude. Er wird auch nicht eingewickelt, der Reichstag ist keine Stulle. Mölli geht. Viele werden sich an sie noch lange erinnern, nicht nur wegen ihrer ganz persönlichen Art, sich zu verabschieden. Liegt auf Gewebe. Das war's, verehrte Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das war's, verehrte Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hallo und herzlich willkommen zum B1 Spezial von der Grünen Woche. Hier in den Hallen ist es wieder rappeldicke voll und draußen